Wir sehen hier Schwerter, die datieren um 800 vor Christus. Die kommen aus großen Schwerthortfunden, wo Kriegergruppen, sicherlich Waffenbrüder, die jeweils niedergelegt haben. Wir sehen bei diesen Schwerthorten, die aus Mitteldeutschland stammen, immer zwei Paare, ein längeres und ein kürzeres Schwert. Also das scheinen Schwertkämpfer gewesen zu sein, die vielleicht sogar im Kampf aufeinander abgestimmt waren. Wir sehen eine tolle große Lanze und Schilde. Wir sehen hier auch Gussformen für solche Schwerter. Man konnte die lokal herstellen. Die Schwerter, die wir hier sehen, sind zum Teil wohl aus Süddeutschland entweder imaginiert oder importiert, andere aus dem Norden. Es sind verschiedene Typen gemischt. Das ist aber gar nicht das Spannende hier, diese Kriegergruppen um 800. Was viel spannender ist, wie kommt es eigentlich zu diesen Schwertern, nicht? Wir kennen ja die Nebra-Schwerter. Die Nebra-Schwerter sind um 1600 vor Christus die ersten Schwerter, die wir in Mitteldeutschland haben. Und das zeigt uns schon eigentlich 1600 vor Christus ein spätes Datum. 5500 vor Christus kommen die ersten Bauern. Und die kämpfen sozusagen noch wie Kain und Abel mit Keulen und mit Ackerbaugeräten. Daraus entwickeln sich erst mit der Zeit richtige Kriegswaffen, erst Beile und Äxte und später dann Schwerter, und zwar in Anatolien im 3. Jahrtausend. Und bis das Schwert sich durchsetzt, dauert es relativ lang. In der ganzen Steinzeit davor, 99% der Menschheitsgeschichte, gab es überhaupt keine organisierte kriegerische Gewalt, sondern nur individuelle Gewalt, wenn die Menschen sich im Streit um etwas Persönliches auseinandergesetzt haben. Aber man hat nicht institutionalisiert für abstraktere Dinge oder Land oder Ähnliches gekämpft. Das ist hier der Fall. Was wir hier sehen, diese Waffenausrüstung, Lanze, Speer, Schild, Körperpanzer wird in dieser Zeit auch erfunden. Das ist etwas, was letztlich dann für ganz, ganz lange Zeit stabil bleibt. Und auch die Kriegstechnik bleibt letztlich stabil, nicht von diesen Schwertkämpfern. Man muss sich verabreden, man braucht einen gewissen Kanon, nicht? Es ist nicht so, dass man als Schwertkämpfer automatisch gewinnt, weil man adlig oder ein toller Kämpfer ist, sondern man muss letztlich an anderen Kämpfer finden, der auch bereit ist, mit dem Schwert zu kämpfen. Eine ähnliche soziale Schicht. Jemand mit einem großen, langen Stock würde dich wahrscheinlich besiegen. Schwertkampf bedeutet aber auch, dass man sozusagen lange trainiert, dass man ein Profikämpfer ist und dass man sich sozusagen zu einem Art rituellen Kampf verabredet. Man muss davon ausgehen, dass die wenigsten Waffen aus Bronze waren. Das war ungemein teuer. Die meisten Waffen der damaligen Zeit waren aus Holz. Das wissen wir einfach von Funden aus Mooren, wo wir Holzkeulen finden. Das wissen wir aber auch von einem tollen Schlachtplatz der Bronzezeit, nämlich im Tollensetal, wo solche Holzwaffen und Keulen gefunden wurden. Des Weiteren wird natürlich mit Pfeil und Bogen gekämpft. Das Spannende ist, dass diese Taktik, diese Kampfart sozusagen bis Caesar geht, bis Augustus geht. Die Varusschlacht wird letztlich gegen Germanen mit hölzernen Keulen verloren. Einige haben Schwerter, einige haben Lanzen, aber im Wesentlichen sind es sozusagen die Hauptwaffen. Und letztlich endet es in der Schlacht von Lützen 1632, in einer Schlacht, wo noch mit Lanzen gekämpft wird, mit der Art Hellebarden, mit langen Spießen, wo natürlich auch schon Kanonen zum Einsatz kommen. Wenn man sich die Schlachtordnung anschaut, dann sieht das immer noch aus, als wäre das ein Krieg, der irgendwie in römischer Zeit oder zur Zeit Alexander des Großen und auch in der Bronzezeit gefochten wird, nicht? Die Feuerwaffen sind hier noch nicht so tragend. All das, systematischer Krieg, gewisse Taktik, ein gewisses elitäres Rittertum und solche Dinge, die beginnen in der Spätbronzezeit, spätestens vielleicht auch schon in der Frühbronzezeit, wobei man sagen muss, dass die soziale Differenzierung nicht so stark ist wie in der Frühbronzezeit. Diese Krieger kommen höchstens in den Rang von Häuptlingen. Die Differenzierung ist wesentlich flacher. Und in unserem Gebiet, in der Mitte Deutschlands, ist in dieser Zeit ein ungeheurer Bevölkerungsdruck. Das führt natürlich immer zu Konflikten. Es sind riesige Siedlungen, stadtartige Siedlungen, befestigte Siedlungen, aber mit flacher Hierarchie. Und am Ende führt es auch zu Kriegszügen, wie wir im Tollensetal sehen, ohne dass wir diese
prähistorischen Kriegszüge und Schlachten inzwischen genauer fassen können, weil wir dazu zu wenig ausgegraben haben. Ich bin aber überzeugt, dass die Schlachtfeldarchäologie auch in Zukunft die Bronzezeit erfasst, nicht nur im Tollensetal, sondern auch an vielen anderen Orten, und wir dann mehr über diese unselige Menschheitserfindung Krieg erfahren, die ja eine Erfindung ist der Mächtigen, die ja eine Erfindung ist der Hierarchien, die ja eine Erfindung ist, die mit Besitz, Landbesitz und so weiter zusammenhängt und die sich natürlich in solchen Waffen ausprägt. All das zeigt uns, dass Krieg dem Menschen nicht eingeschrieben ist. Krieg ist kein Menschheitsschicksal. Krieg folgt den Interessen von Besitzenden. Krieg folgt den Interessen von Mächtigen. Wenn wir heute auf die Geschichte sehen, sehen wir immer Krieg, weil wir die Geschichte aus der Geschichte der Schriftlichkeit betrachten. Wenn wir die Geschichte in der langen Geschichte aus der Sicht der Archäologie betrachten, die Jahrhunderte zurückgreift, sehen wir, Krieg ist ein Sonderfall, der erst in den letzten paar tausend Jahren auftritt und der sich entwickelt hat. Es gibt eine Evolution des Krieges. Er wird immer mörderischer, er wird immer brutaler, er fordert immer mehr zivile Todesopfer. Aber Krieg ist vermeidbar, das zeigt uns die Vorgeschichte. Es muss nicht Krieg geben und es ist den Menschen nicht in die DNA eingeschrieben.